Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Aquarellkurs von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und wir sind hier bei mir im Atelier auf dem Wunderhof. Ich zeige euch heute, wie ihr mit der Trockentechnik ein kleines Stillleben mit Krügen und einem Apfel so malen könnt, dass es fast aussieht wie echt. Wenn ihr am Anfang noch nicht so ganz schlüssig seid, wie ihr euer Stillleben am besten im Blatt anordnen könnt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das vorher mal ein bisschen auszuprobieren. Und zwar ist die eine, dass ihr euch so kleine Daumenskizzen macht, wie wir das im Buch so beschrieben haben, also ganz winzig kleine Bildchen und da einfach mal die Bildanordnungen ausprobieren. Oder aber ihr schneidet euch das Stillleben, das ihr vorhabt, so ungefähr mit Schablonen aus und legt es dann mal auf ein Blatt Papier vorher auf und überlegt euch, welche Anordnung vielleicht interessant wäre. Könnt ihr alles Mögliche ausprobieren, Hochformat oder Querformat, bis ihr halt so merkt, ja, das wäre jetzt das, wie ich das Bild gerne hätte. Meistens versucht man natürlich, die Gegenstände irgendwie ganz deutlich vor- und hintereinander anzuordnen. Und was bei einem klassischen Stillleben wichtig ist, das ist, dass dieser Abstand hier und dieser Abstand hier, dass der gleich ist und dass auch der Abstand und der Abstand, dass die auch ungefähr gleich sind. Damit ist das Bild harmonisch angeordnet und die meisten Leute empfinden das einfach als angenehm. Bevor man zu malen beginnt, ist es immer sinnvoll, wenn man sich über die Farben, die man im Bild verwenden möchte, wenn man sich da vorher ein bisschen Gedanken macht und vielleicht auch so ein kleines Merkblatt mit den Farbmischungen, die man gern verwenden möchte. Wir haben ja das letzte Mal nur die 3 Grundfarben verwendet. Und heute möchte ich gerne die sogenannten Erdfarben dazu nehmen. Das ist lichter Ocker, gebranntes Sienna und Umbra Natur. Und die mische ich mir auf meinem Musterblatt jetzt einfach mal mit den ganzen Grundfarben durch und schaue, was rauskommt. So, ich habe das mal jetzt ein bisschen gemacht, habe also alle Erdfarben mit verschiedenen Grundfarben angemischt und ihr seht schon, die eignen sich ganz besonders gut für Krüge und für solche Töpfe, weil die halt auch aus Erden gewonnen werden und deswegen passen die Farben da ganz besonders gut dafür. Für Anfänger, bitte schreibt euch immer dazu, wie die Farben geheißen haben, die ihr dazu gemischt habt, weil mit der Zeit lernt ihr das natürlich auswendig, aber am Anfang ist es oft so, dass man dann nicht mehr weiß, ach Gott, wie habe ich jetzt das braun gemacht oder wie ist das grün geworden. Auf diesem Musterblatt ist es gut, wenn ihr euch das am Anfang immer dazu schreibt. Ich mache die Vorzeichnung für euch jetzt ausnahmsweise mal mit dem 4B, also mit dem sehr dunklen Bleistift. Normalerweise soll die Bleistiftzeichnung beim Aquarell eigentlich nicht unbedingt mehr sichtbar sein. Wenn ihr bei diesen zylinderförmigen Gegenständen Schwierigkeiten habt, dann schaut da einfach im Buch nochmal nach bei Zeichnen von Krügen und Vasen. Dann habe ich euch genau erklärt, wie man das am besten macht, zum Beispiel mit so einer Hilfslinie in der Mitte, wo man dann nach links und rechts abmisst, dass die Vase gerade wird. Aber das würde jetzt mir zu lang dauern für dieses Video. So, ich mische mir jetzt die Farbe in der Palette an, weil ja Trockentechnik heißt, dass wir auf das trockene Papier gehen. Und ich nehme für die beiden Krüge und für den Topf da hinten, nehme ich jetzt die gebrannte Sienna als Ausgangsbasis
Und für den helleren Krug mische ich mir dann lichter Ocker dazu. Und für den dunkleren Krug mische ich mir vielleicht Rot dazu. Und mit dieser mittleren Farbe male ich jetzt zuerst einmal den ganzen Krug aus, spare mir aber beim Malen von Anfang an diese kleinen Lichter, die man da so auf der Vase sieht, die spare ich mir aus. Weil beim Aquarell habe ich ja kein Weiß, das ich drüber legen kann, sondern da muss ich eben ganz viel mit diesen Aussparungen arbeiten. Und wenn ihr die erste Lektion angeschaut habt, dann erkennt ihr jetzt bestimmt es wieder mit diesen Waschungen, ne, die man so aneinander setzt. Weil wichtig ist, dass ihr beim Aquarellmalen jetzt nicht anfangt und ständig da drin so hin und her wischt, sondern dass ihr wirklich die Farbe einfach so aneinander setzt. So, und wenn diese mittlere Farbe jetzt mal aufgetragen ist, dann könnt ihr zwei Sachen machen. Ihr könnt in der Lichtseite vielleicht nochmal ein bisschen Farbe rauswischen, ja, dass man da ein bisschen das Gefühl hat, da sind Lichtreflexe drauf oder da wird es noch heller. Und ihr könnt in der Schattenseite in diese gebrannte Sienna ein bisschen Blau tupfen. Könnt ihr auch die beiden Blaus mitverwenden, dass es ein bisschen mehrfarbig wird. Und so wie wir es in der ersten Lektion schon gemacht haben, einfach dann in der Schattenseite das so ein bisschen reinlaufen lassen. Und das Schöne beim Aquarell ist halt, dass das so ungleichmäßig verläuft, dass man also nicht, so wie beim Acryl, diese Schwierigkeiten hat, dass man da sanfte Übergänge herkriegt. So, und das Gleiche machen wir jetzt mit unserem kleinen Töpfchen. Und dann mache ich es wieder genauso wie bei der großen Vase. Ich nehme da, wo das Licht auftrifft, nehme ich die Farbe, die feuchte Farbe mit dem Pinsel wieder raus, dass das wieder ein bisschen heller wird da. Und in die Schattenseite tupfe ich jetzt wieder ein bisschen dunklere Farbe. Und weil ja die große Vase, weil die ja da auch einen Schatten ein bisschen drauf wirft, kommt eben da auch die Schattenfarbe hin. Beim Aquarell macht es übrigens gar nichts aus, wenn immer mal wieder auch einfach so weiße Stellen stehen bleiben. Das macht ein Aquarell lebendig. Also das stört jetzt nicht und man glaubt auch nicht, dass das Lichter sind, sondern das ist tatsächlich einfach das Typische von der Aquarelltechnik. So, bis diese beiden jetzt trocken sind, dass ich da noch die Feinheiten verstärken kann, mache ich noch den Apfel. Da nehme ich einfach das Rot und gebe für die Lichtseite ein bisschen Cadmiumgelb rein.
spare mir auch wieder ein paar so Lichter aus. Auch wenn man die auf dem Apfel vielleicht nicht unbedingt sieht, das macht nichts. Und dann nehme ich jetzt noch das dunklere Rot dazu. Und für die Schattenfarbe wieder mein Blau. Für den Schatten, den die Gegenstände auf den Tisch werfen, mische ich mir aus den 3 Grundfarben, die ich im Bild benutzt habe, und das ist jetzt in dem Fall statt Rot, ist das halt meine gebrannte Sienna, und dem Blau und ganz wenig von dem Gelb. Mische ich mir diese dunkle Schattenfarbe jetzt selber. Und am Rand lasse ich die wieder mit reinem Wasser so ein bisschen verlaufen, dass es so ganz unregelmäßig aussieht. Diese gleiche Farbe nehme ich auch gleich oben für die Vertiefung von meinem Krug. Die ist auf der linken Seite, ist die jetzt ein bisschen dunkler und wird nach rechts heller. Hoppla. Und da lasse ich auch wieder so kleine Lichterler frei, dass das auch wieder so ausschaut, als würde da das Licht auftreffen. So, und wenn das einigermaßen trocken ist, dann kann ich jetzt diese dunklen Linien auf dem Topf nochmal verstärken. Und ich kann natürlich also die Einzelheiten anbringen, den Stiel oder da die Schatten nochmal verstärken. Das ist jetzt Geschmackssache. Man könnte so ein Stillleben auch mit dieser ersten Schicht so stehen lassen. Das wäre auch völlig in Ordnung. Ich persönlich mag immer ganz gerne noch Lasuren drüber legen. Und das könnt ihr aber entscheiden, wie ihr das möchtet. Ich zeige euch jetzt, ich male das jetzt soweit fertig, lege die Lasuren drüber und die Feinheiten und zeige euch das dann wieder, wie es dann später ausschaut. Ich habe jetzt überall über das Stillleben nochmal so zweite Lasuren drüber gelegt, wie ich euch das auch im ersten Video gezeigt habe. Manchmal habe ich so mit dem trockenen Pinsel so geschummert, wie man da vielleicht so erkennt an den Strukturen. Und jetzt ist das Stillleben so weit, dass man jetzt nur noch den Hintergrund anlegen muss. Den kann man wieder mit dem Schwamm vielleicht nass machen und einen nasse-nass-Hintergrund anlegen. Man kann es auch so lassen. Das überlasse ich wie immer ganz euch. Und ja, ich hoffe, ich habe euch weiterhelfen können und ihr seid bei der nächsten Lektion wieder dabei, wenn wir dann miteinander Blumen malen. Bis bald, ich freue mich auf euch.